Wie hängen geheime Pläne für eine europäische Vermögensteuer, Datenaustausch für Krypto und für Bankkonten und der digitale Euro zusammen? Welche unheilvolle Kombination, welches große Bild ergibt sich hier, über welches wir im Dunkeln gehalten werden? Darüber will ich zu dir in diesem Video sprechen. Ich habe ja vor kurzem hier ein Video veröffentlicht, wo es um CAF ging, also Crypto Asset Reporting Framework. In der EU wird das unter DAC 8 hier implementiert. Hier geht es um den automatischen internationalen Datenaustausch rund um Crypto Assets, der 2027, 2028 implementiert werden wird und an dem 67 Länder bisher teilnehmen werden, Tendenz steigend. Ich habe viele Reaktionen zu diesem Video bekommen und mir haben auch Zuschauer andere Videos geschickt. Vielen Dank dafür. Ich lade dich immer gerne dazu ein, schicke mir Videos, die du denkst, die relevant sind. Ich werde das gerne hier behandeln. Ich werde diese gerne hier kommentieren bzw. verwerten. Den meisten Content, den wir hier produzieren, der basiert auf Zuschriften von Zuschauern, von Zuhörern und natürlich unserer täglichen Beratungspraxis. Geh auf unsere Webseite perspektiveausland.com. Da gibt es eine E-Mail-Adresse oder auch ein Formular, was du ausfüllen kannst, wo du einen Gast oder ein Thema vorschlagen kannst. Dort einfach deine Vorschläge reinpacken und an uns senden. Ich bin sehr dankbar für diese Vorschläge. Natürlich, wir können nicht über alles sprechen, was uns geschickt wird, aber wenn es so interessant ist wie dieses Thema, werden wir das natürlich gerne tun. Also, wie gesagt, ich habe viele Zuschriften zu dem Thema erhalten und ich habe mir gedacht, ich werde deswegen nochmal hier ein Video machen, wo wir das Ganze nochmal im Kontext sehen. Das sind nämlich verschiedene Einzelmaßnahmen, die da im Hintergrund laufen und oftmals setzen wir die Puzzleteile nicht zusammen, aber wenn man sich das genau anschaut, dann fügt sich das alles so zu einem Bild zusammen und möglicherweise zu einem Bedrohungsszenario, was sehr wichtig ist für dich zu verstehen, weil es eben deine Zukunftsoptionen dann weiter entscheidet. Ich werde Links zu all den Themen, die wir hier besprechen, in die Beschreibung dieses Videos hier mit reinkopieren, sodass du dann gleich hier die Infos dazu dann auch hast. Kommen wir also nochmal zunächst zum Thema CAF zurück, also CAF, C-A-R-F, Crypto Asset Reporting Framework. Es ist im Grunde der automatische internationale Informationsaustausch, den es jetzt ja auch schon für Banken gibt und der OECD-CRS schon seit 2016 gibt, nichts Neues, aber eben für Crypto Assets. Der ist schon entschieden, der ist auch technologisch schon designt. Die Länder werden das Ganze, wie gesagt, einführen. Das erste Jahr, zu dem Daten ausgetauscht werden, sind 2026. Wenn du nicht davon betroffen sein willst, dann musst du noch 2025 in ein Land umziehen, auswandern, das entweder nicht an dem Datenaustausch teilnimmt oder wo es im Grunde genommen keine Rolle spielt, weil dort sowieso keine Steuern oder keine hohen Steuern anfallen. Also als Beispiel zum Beispiel, wenn du jetzt in Malta wohnen würdest und Non-Dom bist, dann zahlst du ja sowieso auf Kryptoeinkünfte keine Steuern und dann kann natürlich auch ruhig dieser Datenaustausch stattfinden. Ja? Oder wenn du in Dubai wohnst, dann natürlich das Gleiche. Ja? Also das heißt, es muss nicht ein Land sein, der nicht am Austausch teilnimmt. Aber wenn du in einem Land wohnst, was am Austausch teilnimmt, werden eben deine Daten ausgetauscht. Aber deine Steuerbehörde, dein Finanzamt, dort wo du wohnst, der ist es dann egal, die tritt das Ganze in die Tonne. Also diese beiden Optionen gibt es. Der Unterschied zwischen CAF und dem OECD-CRS, also dem Bankeninformationsaustausch, ist einfach der, dass CAF sehr viel detaillierter ist. Beim OECD-CRS werden ja jährlich nur Kontosalden hier ausgetauscht. Bei CAF wird tatsächlich jede einzelne Transaktion an dein Finanzamt geschickt. Das heißt, das Finanzamt weiß hier über jede Zahlung, die du hier abgewickelt hast, über einen Exchange oder ein Wallet dann Bescheid. So, also das kommt, ja, das ist entschieden. Das ist auch keine EU-Sache, ja, sondern das ist von der OECD hier initiiert. Da nehmen viele Länder daran teil, inklusive übrigens auch die USA, die ja nicht am Bankeninformationsaustausch teilnehmen, OECD-CRS, aber an CAF werden sie teilnehmen. Also das kommt auf jeden Fall, das ist schon entschieden. So, das ist mal der eine Block. Ja. Die zweite Sache ist dann das Thema Vermögensteuer. Ich hatte ja auch schon ein Video dazu gemacht, dass die EU so im Hintergrund im Geheimen, sage ich jetzt mal, an einer Machbarkeitsstudie zum Thema EU-weite Vermögenssteuer arbeitet. Das hatte ja der EU-Kommissar Höxtrath hier aus Versehen, sage ich jetzt mal, ausgeplappert bei einer Pressekonferenz, wurde dann auch entsprechend so bestätigt. Nun, man muss ganz klar sagen, die EU an sich kann keine Steuern erheben. Ja? Also das heißt,
Das ist, wie gesagt, eine Machbarkeitsstudie und das kann sie natürlich dann die EU-Kommission hier den verschiedenen Ländern unterbreiten. Das ist noch nicht tatsächlich hier verabschiedet oder so, also bin ich jetzt hundertprozentig klar, ja, nur eine Machbarkeitsstudie, aber das zeigt ja, worüber diese Menschen eigentlich gerade nachdenken, ja, die hier bei der EU Macht haben, ja, um genau solche Themen geht es, ja, also es geht jetzt nicht darum zum Beispiel, wie kann ich jetzt hier Steuern für Unternehmen und natürliche Personen senken, wie kann ich dem Bürger hier weniger Geld abnehmen, wie kann ich hier besser mit Geld umgehen, nein, sondern die Behörden beschäftigen sich mit dem Gedanken, wie ich letztlich noch mehr Geld hier absaugen kann bei dem Bürger. Also auch das läuft hier im Hintergrund. Also jetzt auf der einen Seite musste man CARF parken, die Kryptosache. Jetzt musste auf der anderen Seite parken die Machbarkeitsstudie der EU zum Thema Vermögensteuer. Ja, wie das dann nachher sich zusammenfügt, werde ich dir dann noch erklären. Der dritte Aspekt hier ist das, was hier der Professor Gabriel Zuckmann im Grunde genommen so alles im Schilde führt. Ich hatte ja über Professor Gabriel Zuckmann hier schon mehrfach gesprochen, zum Teil als den verrückten Professor bezeichnet. Das ist natürlich ein hochintelligenter Mann, Franzose, er unterrichtet an der Universität Berkeley und er ist so ein Big Data Guy, ja, also das heißt, er glaubt sehr stark an IT, an Systeme, an Daten und wie man diese dann entsprechend verwerten kann, um noch mehr hier Steuern einzunehmen. Er betreibt einen Think Tank, dieser Think Tank heißt EU Tax Observatory und dieser Think Tank wird von der EU finanziert, ja. Er ist so das Lieblingskind der EU, wenn es um das Thema Vermögensteuer geht. Er hat eine Studie geschrieben, nicht für die EU, aber für die G20. Ja. Brasilien hatte ja hier letztlich den Vorsitz der G20 inne und da wollte man ja eine Reichensteuer erheben für die Superreichen. Ja, also Jeff Bezos und solche Typen. Angeblich sind ja immer die Superreichen. Die werden jetzt zuerst zur Kasse gebeten und dann streicht man einfach später mal ein paar Nullen und dann betrifft es auf einmal jeden. Also er wurde letztlich damit beauftragt, mal einen solchen konkreten Plan hier vorzulegen, wie könnte eigentlich eine solche Reichensteuer für die Superreichen eigentlich implementiert werden. Und jetzt wird es sehr interessant, denn er hat jetzt auf einmal gesagt, naja, wir haben jetzt ja wunderbar diesen automatischen Informationsaustausch OECD-CAS, und wir haben in Zukunft dann auch CARF, Crypto Asset Framework. Außerdem haben wir ja die Transparenzregister. Jetzt nehmen wir doch einfach diese Daten und damit wissen wir ja letztlich, wem was gehört. Und damit können wir ja dann wunderbar eine Reichensteuer erheben. So, was alles so lapidar jetzt hier klingt, was ich jetzt hier einfach mal so flapsig hier zusammenfasse, das ist natürlich ein ungeheuerlicher Vorgang, wenn du dir das mal genau überlegst. Denn diese Systeme, diese Prozesse wurden ja eigentlich implementiert und uns verkauft hier, um den Terrorismus zu bekämpfen, Geldwäsche zu bekämpfen. Deswegen, angeblich, deswegen müssen wir hier jetzt immer und bei jedem Bankkonto hunderte Formulare ausfüllen, Steuernummer angeben, Wohnsitz nachweisen und so weiter und so fort, um Terrorismus zu bekämpfen. Nun, Herr Zuckmann hat jetzt genau das Gegenteil gerade bestätigt. Er hat gesagt, wir müssen diese Daten nutzen, um jetzt Steuern zu erheben. Also, so Leute wie ich, die haben ja davon schon vor Jahren gewarnt, ja, vor Jahrzehnten gewarnt und haben schon vorher gesagt, was die Regierung hier im Schilde führt, dem darf man im Grunde genommen nicht trauen. Das sind alles nur Vorwände. Sicherlich, wir alle wollen natürlich Terroristen bekämpfen, ist ja völlig logisch. Wir alle wollen Geldwäsche bekämpfen, da gibt es ja keinen Zweifel, selbstverständlich. Aber dass jetzt hier auf einmal solche gigantischen Datenaustausch- und Transparenzregister dann implementiert wurden, die dann auf einmal alle Assets erfassen. Das geht natürlich weit über den Terrorismus und um die Geldwäschereibekämpfung hinaus. Es ist deswegen einfach auch ein Vorwand, weil ja völlig klar ist, dass genau solche Kriminellen ja Wege finden, in denen sie zum Beispiel Strohmänner einsetzen, um solche Systeme genau zu umgehen. Ja, es ist ja absolut lachhaft zu behaupten, dass das gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäscherei helfen soll. Ja, denn genau die Kriminellen, die halten sich ja nicht an den Gesetzen, denen ist das egal. Und in diesem Vorschlag für die Reichensteuer, für die Vermögensteuer, für die Superreichen, dort hat Zuckmann nämlich ganz klar auch über den CARF gesprochen und dem Ganzen letztlich somit noch weiteren Auftrieb gegeben. Aber er hat noch etwas ganz anderes gesagt darin. Und wie gesagt, Link dazu hier in der Beschreibung zu diesem Video. Er hat nämlich auch gesagt, dass möglicherweise auch Vermögen, was sich in Stiftungen befindet, dann von der Vermögensteuer betroffen sein wird. Ja, also, wie gesagt, das ist jetzt sein Vorschlag einer Vermögensteuer. Die G20 haben sich ja entschieden, das dann nicht zu machen. Ja, die EU hat noch keine Vermögensteuer implementiert, aber diese Leute hängen alle zusammen.
Er arbeitet, wie gesagt, ja auch für die EU, der Zuckmann. Also wenn das seine Vorstellungen sind, dann kannst du dir sicherlich relativ schnell hier 1 und 1 zusammensetzen und dir überlegen, dass das Ganze sich dann auch in einer möglichen EU-Gesetzgebung zum Thema Vermögensteuer niederschlägt. Ja, ist ja völlig klar. Ja, deswegen sage ich das hier. Also, er hat gesagt, dass, wie gesagt, auch Vermögen, das sich in Trusts und Stiftungen befindet, von der Vermögensteuer dann betroffen sein sollte. Denn, wie gesagt, die Transparenzregister haben ja genau diesen Vorteil, dass auch jene, die Stiftungen betreiben oder Trusts betreiben, hier die Begünstigten dieser Strukturen offenlegen müssen. Das ist natürlich schon ein sehr kritischer Punkt, denn wir hören ja oftmals, dass jemand sagt, naja, mach dich einfach arm, übertrag dein Vermögen an einen Verein, an eine Genossenschaft oder an eine Stiftung. Ja. Aber wie gesagt, was ist, wenn das alles nicht mehr hilft? Wenn dann auch Stiftungen von der Vermögensteuer zum Beispiel betroffen werden? Das ist jetzt übrigens nicht mal so etwas komplett Neues. Wenn du zum Beispiel in die Schweiz ziehst und eine Stiftung in Liechtenstein hat, dann wirst du oftmals sehen, dass die Schweizer Steuerbehörden dem sehr feindselig gegenüberstehen und sagen, ist uns egal, ob du da eine Stiftung hast oder nicht, wir besteuern das Vermögen in der Stiftung, als wäre es dein eigenes. Ja? Also dieses Konzept ist jetzt nicht mal irgendwas Neues, wenn man über das Thema Vermögenssteuer spricht. Ja. Aber soweit sind diese Gedanken dort schon fortgeschritten. So, jetzt haben wir also diese 3 Komponenten hier schon besprochen, nämlich einmal hier die Machbarkeitsstudie der EU zur Vermögensteuer, die da gerade hier in der Mache ist. Zweitens das ganze Thema CARF. Drittens das Thema Professor Zuckmann und seine Pläne und das er vorgestellt hat. Und jetzt kommt das 4. und das ist der digitale Euro. Der digitale Euro ist ja auch so eine separate Baustelle, ein separates Schlachtfeld, will man sagen. Da gibt es ja auch alle möglichen Gerüchte. Manche haben gesagt, der wird im Oktober 2025 eingeführt, was mit Sicherheit nicht der Fall sein wird. Aber ganz klar, da wird mit Druck dran gearbeitet, mit Hochdruck. Man wittert hier Morgenluft. Die USA wollen keine Digitalwährung hier implementieren. Also die EU sagt sich, das können wir machen. Lagarde ist ganz heiß drauf, diesen digitalen Euro einzuführen. So, und jetzt schmeiß hier den digitalen Euro noch in den Mix zu den anderen 3 Komponenten oder Inhalten oder Zutaten dazu, die ich gerade eben angesprochen habe. Und dann überlege dir mal, welche Fülle an Macht und Möglichkeiten dann eigentlich der Staat hat mit Informationsaustausch, mit Transparenzregister, mit möglicher Vermögensteuer und dann auch noch digitaler Euro. Überleg dir mal, wie einfach du dann eigentlich Opfer werden kannst hier solcher staatlichen Zwangsmaßnahmen, wenn sie denn mal irgendwann kommen sollten. Ja, wie gesagt, bisher ist ja nichts Konkretes davon geplant, aber es geht jetzt hier nicht darum, in die Glaskugel zu schauen, sondern es geht ja darum, hier die Zeichen der Zeit zu verstehen. Mindestens 3 der 4 Dinge, die ich hier genannt habe, sind ja tatsächlich schon verabschiedet oder schon beschlossen. Der digitale Euro vielleicht noch nicht zu 100%, aber höchstwahrscheinlich ist, dass er kommt. Aber Informationsaustausch gibt es schon für Konten. CARF ist ebenfalls schon entschieden. Ja, also diese Dinge sind ja Realität oder sie werden dann bald Realität. Ja, das sind ja jetzt nicht einfach nur Dinge, die Zukunftsvisionen sind. Ja, da geht es ja dann nur noch darum, am Ende alle Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen. So, und das ist, glaube ich, das Endszenario, was sich hier die Regierungen, wenigstens in der EU, so vorstellen. Ja? Das heißt, Kontrolle über dein Vermögen, über die Maßnahmen, die ich genannt habe und dazu dann noch eben die Kontrolle natürlich auch über Konten, Zahlungsströme. Und jetzt kann ich mir dann alles weitere noch vorstellen. Kapitalverkehrskontrollen, Wegzugsteuer, ja. All das wird ja dann hier auf einmal mit dem digitalen Euro sehr viel einfacher möglich. Ich meine, wir sehen es ja schon heute in Deutschland, wenn du Steuerschulden hast, dann kann unter gewissen Voraussetzungen sehr einfach hier dein Konto gepfändet werden. Jetzt überleg dir mal, wie viel einfacher das eigentlich noch ist, wenn du hier den digitalen Euro hast. Ja, dann muss es gar nicht mehr über die Bank gehen. Da gibt es einfach bei der Regierung einen Button, und dann ist dein Konto leer. Und jetzt denken wir auch noch an das digitale Wallet, wo dann vielleicht dein Personalausweis drin ist und dein Reisepass, der kann dann auch noch hier deaktiviert werden, wenn du dich nicht systemkonform verhältst. Also wir haben hier letztlich ein Szenario, was möglicherweise schon ziemlich bedrohlich werden kann. Und deswegen ist es meiner Meinung nach so wichtig, dass du eben die Zeichen der Zeit verstehst, dass du jetzt handelst, jetzt, wo man sich noch einigermaßen frei bewegen kann. Und dann muss man sich natürlich ganz klar fragen, was gibt es hier für Möglichkeiten tatsächlich? Wir haben ja gesehen, das Ganze beschränkt sich nicht nur auf die EU. CARF ist ja ein weltweiter Informationsaustausch für Kryptoassets. Das heißt, du musst jetzt schon auf jeden Fall sehr strategisch denken. Nochmal, ich würde jetzt nichts überstürzen. Ja, also
jetzt keine Hauruck-Aktion bitte, ja, aber natürlich zunächst mal zu lesen, zu verstehen, was da passiert. Du musst ja tatsächlich die Puzzleteile zusammensetzen, dass du das verinnerlichen kannst, die Zeichen der Zeit verstehen und dann dir überlegen, was sind jetzt konkret die Dinge, die ich mir vorstellen kann. Was kann ich konkret hier machen in meiner Situation? Auswandern ist sicherlich die beste Option, aber auch da natürlich muss man sich fragen, in welchem Land macht das besonders Sinn? Ich meine, die Option könnte auch sein, zu sagen, ein paar Jahre hier und dann sehen wir mal, was passiert und dann gehe ich vielleicht woanders hin. Assets im Ausland aufbauen, echte, reale Assets, ja, Unternehmen, Landwirtschaft, Edelmetalle, solche Dinge, dort aufbauen, wo sie vielleicht vom Zugriff sicher sind. Es wird immer Länder geben, die nicht an diesen Maßnahmen teilnehmen wollen, die nicht teilnehmen wollen, weil sie keine Lust haben oder weil sie bewusst auch einen Kontrapunkt setzen wollen und sagen, wir nehmen daran nicht teil, wir wollen all diejenigen anziehen hier und zu Investitionen ermuntern, die letztlich nicht an diesem Überwachungsstaat mit teilhaben wollen. Es gibt heute schon Länder, die den nicht im automatischen Informationsaustausch teilen, auf Bankenebene. Wir reden ja oft über die Philippinen. Wenn du in den Philippinen wohnst und in Singapur oder in der Schweiz ein Konto aufmachst, dann wirst du dort keinen Informationsaustausch haben. Die Banken freuen sich in der Regel dann, weil sie dann nicht austauschen müssen. Dann bist du ein Kunde, der nicht viel Compliance-Aufwand verursacht. Das könnte eine konkrete Maßnahme sein. Also auch hier wieder wichtig, nur weil du jetzt den Wohnsitz zum Beispiel in ein Land verlegst wie die Philippinen oder auch nach Serbien, wo es ja ebenfalls keinen automatischen Informationsaustausch gibt, heißt es ja nicht, dass du dann dort auf das Bankensystem in diesem Land beschränkt bist. Ja, also die Banken in Serbien und auch Philippinen sind jetzt ja so nicht schlecht, ja, aber das große Vermögen willst du da vielleicht nicht hinpacken, schon aus ganz praktischen Gründen, nicht weil der Customer Service nicht besonders gut ist oder du kein Kyrillisch lesen kannst oder sonst irgendwas. Ja, aber zum Beispiel einen Wohnsitz dort zu haben und dann in einem anderen Land zu banken, ja, wie Singapur oder die Schweiz, ja, das kann schon natürlich ziemlich interessant sein. Das sind ja auch die Themen hier, zu denen wir hier immer sprechen. Also ich möchte dich jetzt hier vor allen Dingen dazu ermuntern, dich konkret zu befassen mit Möglichkeiten für dich und dein Vermögen zu schützen. Was könntest du hier konkret machen? Musst du wirklich jetzt noch abwarten, bis es hier zum Worst Case kommt, bis das Ganze in sich zusammenfällt oder bis hier solche Maßnahmen dann tatsächlich hier implementiert werden? Meiner Meinung nach sind wir alle wie Frösche, die im heißen Wasser sitzen. Die Temperatur wird immer mehr aufgedreht. Da wird es nicht unbedingt hier eine große Revolution geben und du wachst eines Tages auf und du findest dich in einer utopischen, schrecklichen neuen Welt wieder, sondern das geht alles so schleichend, ohne dass wir es merken. Und irgendwann musst du einfach hier sagen, Punkt, aus, Feierabend, bis hierher und nicht weiter. Ich werde mich jetzt hier aus dem System verabschieden und es anders machen. Darum geht es letztlich und das ist das, womit du dich jetzt befassen solltest. Und wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, dann würde ich mich freuen, natürlich mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir können dich hier bei allen Aspekten solcher Vorhaben unterstützen. Plan B, Auswanderung, Steueroptimierung im Ausland, Firmengründung im Ausland. Wir machen das schon seit fast 20 Jahren und ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserem Mandanten zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.